Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, Lord, we thank you for this blessed day that we could have. Herr, wir danken dir für diesen gesegneten Tag, den wir haben konnten. We thank you for the wonderful spiritual blessings that you bestowed upon us this day. Wir danken dir für die wunderbare geistliche Segnungen, die du auf uns kommen lassen hast diesen Tag. And as the day ends now, Lord, we pray that you would enlighten our minds. Und als dieser Tag zu Ende geht, wir bitten, dass du unseren Gedanken erleuchtest. And remove any confusion that's been put in our minds. Und bitte entferne jede Verwirrung, die in unserem Gedanken gesät worden ist. And help us to see all things clearly according to thy will. Und hilft uns, alles klar zu sehen, gemäß deines Willens. And we ask this in the name of Jesus. Und wir bitten dies in Jesu Namen. Amen. Okay, so not anything about Marius, but there was a bit of a confusion in the Sabbath school today. Also gar nichts gegen Bruder Marius, aber es war ein bisschen Verwirrung in den Sabbatschule, die heute aufgekommen I think ist. everybody didn't really understand this points that we have done over the last few weeks. Also ich glaube, keiner in der Klasse hat wirklich verstanden, das, was wir über die letzten paar Wochen gelehrt haben. So we're going to go through it now, nice and simple. Also wir werden es ein weiteres Mal hier und jetzt durchgehen, also schon langsam und einfach. So, okay, the Civil Sunday Law to the final review, right? Also das zivile Sonntagsgesetz bis zur finale Untersuchung. It's a type of the last week of Christ, Das ist ein Typus auf das letzte Woche Christi. right? Amen. In the middle, if you take the Civil Sunday Law, which you could parallel with AD 27, right? Das zivile Sonntagsgesetz, die wir gleich mit 27 nach Christus stellen konnten. Right? And it takes you up to the cross Das bringt uns in der Mitte zum Kreuz, where Christ was crucified. wo right? Christus gekreuzigt worden ist. Yeah, question. Is this recorded? I hope so. Yes. So we can watch it afterwards again? Surely. If it's recorded, why would we record it and Just can't watch it? Sure. Right, so, and it takes you up to the final review, right, would in the Christ line would mark the stoning of Stephen. Das bringt uns zur finale Untersuchung, die in Christi Linie gleich mit der Steinigung von Stephanus stellen wird. Right? That, I'm just marking things in a linear fashion, right? That was the last week of Christ. Ich markiere Sachen hier nur auf eine aufeinanderfolgende Muster hier und das war der letzte Woche Christi. So that was 34 AD, Das war right? 34 nach Christus. Right? And it was a period of 7 years, right? Und das war eine 7 Jahre lange Zeitperiode. So when if we're to do line upon line, this would parallel that. Also wenn wir Linie auf Linie tun würden, das hier wäre das gleichgestellt werden. And when you take the last week of Christ, you have to look at it as a symbol, right? Wenn du das letzte Woche Christi anschaust, du musst das schon als ein Symbol anschauen. Right. So what it does show is it shows 2 periods of 3.5, right? Als Symbol, was das tut, ist, es zeigt uns 2 Perioden von 1260. But it also teaches us, right, that Christ teaches followed by his disciples. Aber es lehrt uns auch weiter, dass Christus lehrt für die erste 3,5 und dann seine Jüngern für die nächsten. Right? Amen. Right. Listen, I'm not responsible for when we come a couple of weeks down the line, right? And I say right, and everybody looks at me and nobody says a word. Also right? ich bin nicht verantwortlich, wenn wir 2-3 Wochen von hier entfernt sind und ich stehe hier und sage, ja, kommt ihr alle mit und keiner sagt was. Because I remember when I ask these questions, and I remember the looks on people's faces, and I'm not buying it when I say, well, I didn't understand that point, right? Also ich erinnere, wenn ich Fragen stelle und ich erinnere auch den Blick von jeder sein Gesicht und ich kaufe das nicht ein in 2-3 Wochen, wenn jemand sagt, ich verstehe das nicht. So when I say right, if you don't say anything, that means that you all understand it and you have a perfect understanding of what I'm asking. Also wenn ich sage, richtig oder versteht ihr und ihr sagt nichts, dann nehme ich davon ein, dass ihr soweit
ein perfektes Verständnis von dessen, was ich gesagt habe. Otherwise, you're wasting my time and you're wasting your own time. Also wenn nichts, dann verschwendet ihr ihre eigene Zeit und aber auch meine Zeit. Go on, Maris, you have a question? Oh, maybe you want to explain why is the 2780 there? Also vielleicht möchtest du erklären, warum 27 nach Christus da ist. Because that parallels 9/11. I know. Weil das I gleich, don't know if everybody knows. No, I just give the answer. Right? 9/11, August 11th, 1840, the baptism of Christ. also 11. September, 11. August 1840, Linie auf Linie, das ist alle derselbe Wegmarke. Right? Amen. And if you don't understand those things, you need to go back to the reform lines, right? This is the whole point. If you don't understand the basics, you're not going to grasp other things. Wenn ihr dies nicht versteht, dann müsst ihr zurückgehen zu den Reformlinien und sie studieren, denn wenn sie nicht verstehen, dann werden sie auch das nicht verstehen. Right, but what I'm asking, do we all get just the symbol of the last week of Christ, what it teaches? Aber was meine Frage ist dieses Symbol, also symbolisch der letzte Woche Christi, verstehen wir das, was es lehrt? Right, it's just a period with the cross in the middle, 1260, Christ, disciples. That's what it teaches. Eine Right? Zeitperiode mit einer 1260, der Kreuz in der Mitte, Christi lehrt hier, Jünger lernen hier. It's a pattern, right? Es ist ein Muster. You can take that pattern, and I'm saying you can lay it on top of this, Du right? kannst da diesen Muster nehmen und du kannst es hier drauf legen. Right? So, can we see that illustration, Christ and then the disciples? That's the next thing you have to ask yourself. Also die nächste Frage, die wir uns stellen müssen, können wir das sehen, diese Muster Christi und den Jüngern? So, right here, who's sent forward here? Also gerade hier, wer wird hier gesandt? The 12 The 12 disciples, Die right? 12 Jünger. So you already see that principle, Also right? hier können wir bereits dieses Prinzip sehen. Whereas in this time period, if I put 9/11 here, right? Also wenn ich 11. September hier markiere, Does anybody understand anything? versteht jemand irgendetwas? No. No, right? Apart from the messenger before that, but that's a different principle, right? Ist ausgenommen der Botschafter, die aufgestellt worden ist davor, aber das ist ein ganz anderes Prinzip. Because right here, Christ comes at the baptism and he begins to gather a group of people and teach them, right? Denn gerade hier, Christi kommt zum Taufe an und er fängt an, eine Gruppe von Menschen zu sammeln und sie zu lehren. Right? So here, he's bringing you forward and here, he sends you forward, Also right? hier, Christi bringt dich bis dahin und hier sendet er dich. That's just one principle that it teaches, Das ist right? nur ein einziges Prinzip, das diese Muster lehrt. Right? Amen? Okay. So, but what you have, right, is you have this these two 1260s. So now what I'm going to do is I'm going to take this and I'm going to bring it down here. Was wir haben hier ist diese zwei 1260er und was ich tun werde, ist, ich nehme dieses Teil hier und wir dehnen es aus hier. Right? Amen? So from here to here, principally speaking, is a 1260. So von da bis da, auf Prinzip gesprochen, hast du hier diese 1260. Yes. Right? Amen? So how do we prove it now? Na, wie beweisen wir das? The line already shows us that the principle's there. You just have to find Bible verses to confirm it, Also right? die Linie zeigt uns, dass das Prinzip schon vorhanden ist. Wir müssen jetzt nur Bibelversen finden, die das beweist. Okay, so my question. Let me see. Okay. Okay, wait 1 second. That's different. Okay, those different fractals that I put in there, right? So
Okay. Okay, this is the, no, wait a minute, that was not actually correct what I put in there. I want to correct myself, right? That's a bigger fractal, right? Also ich möchte mich korrigieren. Das hier oben ist eine größere Fraktal. Okay, so let me just. Yes, that was the point, right? So. How do I show that? I show that there. Doesn't matter. I started off, I've been putting in saying that this is the last week here, but if okay, in some sense it is, right? But if I wanted to take this part, right, just this fractal here, push it to here, that would be the cross, right? And it can also parallel this. Also wenn ich diesen Fraktal nehmen wollte, ziviles Sonntagsgesetz bis zur Sonntagsgesetz und ausdehnen, dass der Sonntagsgesetz hier, das wäre der Kreuz. What did you want to say with that? No, I've got some things, but now I don't know how to show them because I need the other fractals in place, right? This is always the problem, but it doesn't matter. Okay, okay, so we want to bring this down here, right? So we already take this, we know the Sunday law, right? We've got the 12 disciples, they go forward, right? Also wir wissen schon bereits, am Sonntagsgesetz haben wir den 12, die hier vorangehen. Okay, so but this principle we know, right? And I'll put the things in place that the cross here is in the middle of the midnight cry, Also right? wir wissen prinzipiell, dass das Kreuz immer in der Mitte ist und hier ist das Mitternachtsruf. Okay, so you have this repeating pattern, right? Also es ist diese wiederholende Muster. So the first thing we want to prove is this 1260, Also right? das erste, was wir beweisen wollen, ist diese 1260. Okay, so Sunday law marked by 1848, Also Sonntagsgesetz markiert durch 1848. right? Yes. Amen. Okay, now we know that the Sunday law, right, is the time of the end, right? Und wir wissen, dass das Sonntagsgesetz die Zeit des Endes ist. Because Sister White says that thrones and churches come together, it's marking the time of the end, right? Ellen White sagt, wenn Thronen und Kirchen zusammenkommen, das markt das Zeit des Endes. And it's prefigured by 1989, Das right? ist vorausgeschattet durch 1989. Because in 1989, the king of the south retaliates against the king of the north, right? In Well, the king of the north 1989, retaliates against the king of the south. excuse me. 1989, der König des Nordens kommt gegen der König des Südens. Right? And that's what you see in 1848. Das Right? ist dasselbe, was wir in 1848 sehen. In 1848 is marking a time where the Pope and the kings, they come together. 1848 markiert eine Zeit, wo der Papst und die Könige zusammenkommen. So you have Daniel 11:40 marking this time, right? Also wir haben Daniel 11, Vers 40, der diese Zeit des Endes markiert. So in 1848 you have actually both 1788 and 1989. If you think that the south goes against the north and then the north retaliates. Yes, you have both, but I'm just talking about the first part there she's talking about. I'm not denying that it's all in there, but I'm just saying 1848 begins with the south coming against the north, right? Also 1848 beginnt mit das Süden gegen das Norden. Also das erste Teil. Yes. Okay, so okay, and she takes that history and she puts it to Matthew 24, right? Und sie nimmt diese Geschichte hier und stellt es mit Matthäus 24 zusammen. She says the wars and the rumors of wars, right? Is marking this time of trouble, Sie right? sagt, die Kriege und die Kriegsgerüchte markieren diese Zeit des Trübsals. And he says right here, be not deceived, Und Christus sagt hier, seid nicht verführt oder werdet nicht verführt. because false prophets are going to rise up right there, Denn right? falsche Propheten werden da aufkommen. Okay,
So when you bring in the parable of the 10 virgins, what are you marking here? Also wenn du das Gleichnisse von 10 Jungfrauen hier reinbringt, was markieren wir hier? They were going, beginning to go. Very time. Yes. Okay. It's the tarrying time, right? So that's Matthew 25 and verse 5, right? Das ist die Verzögerungszeit. Which also it's Matthew 24 verses 1 to 4 also, right? Matthäus 24, 1 bis 4 und Matthäus 25, Vers 5. At the Sunderload, they are not going forward. Okay, go to Matthew 25 and show me where it says they're going forward, like you said. Doesn't say that. Go and read it, Margaret. What's the very first word you read in Matthew 25? Then. Right? Then, what's then? Das erste Wort, die man liest in Matthäus 25 ist dann. What's then? Was ist dann? Yeah, something has happened before. Okay, it's in relation to what's happened before, Das ist in right? Bezug auf irgendetwas, was davor geschehen ist. So what's before it? Was ist davor? Revelation. No, Matthew 24. is what's Matthäus before. 24. Okay, but the point is in Matthew 24, she has a quote, she says Matthew 24, Matthew 25 are both represent two classes. Sie sagt, dass Matthäus 24, Matthäus 25 stellen zwei Klassen dar. So the last few verses of Matthew 24, what's it talking about? Also die letzten paar Versen in Matthäus 24, worüber handelt es sich? It's just, okay, it's talking about the second coming, right? Es redet über das zweite Kommen Christi. Right? So, it's talking about the second coming, then it says, then. Es redet über das zweite Kommen Christi und dann sagt dann. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which Dann- took, past tense. Dann würde das Königreich verglichen werden mit 10 Jungfrauen, die nahmen, also Vergangenheitsrede. So, we know that this is verse 10, the closed door, right? Wir wissen, dass das hier Vers 10 ist, also das geschlossene Tor. Then, right? Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins. Why are they saying then? Also dann wird das Königreich verglichen mit 10 Jungfrauen sein. Warum sagen sie dann? It's referring to the previous verses. It's referring to the previous verse in Matthew 24 where you got two classes Es separated, weist right? zurück auf Matthäus 24, wo du zwei Klassen hast. So it's giving you a rundown now in the different words of what happened. Es gibt dir ein Überblick in anderen Worten von das, was schon geschehen ist. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took, way back here, right? Also dann wird das Königreich verglichen zu 10 Jungfrauen, die nahmen hier hinten, Right here. also gerade hier im zivilen Sonntagsgesetz. Because this is where Matthew 25 is the point where the virgins go forward, Das right? ist Matthäus 25, Vers 1, also der Punkt, wo die Jungfrauen gehen los. But verse 1 is not talking about that, it's talking about something after they've done it, Aber right? Vers 1 redet nicht darüber, sondern redet darüber irgendetwas, nachdem sie es getan haben. But it's pointing you back to the point where they had gone forward from, right? Aber es Past weist dich zurück auf den Punkt, von wo sie losgezogen sind. Vergangenheitsrede. But then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and continue to read it? And went forth to meet the bridegroom. Went forth to meet the bridegroom, right? And then what? 5 of which were wise, 5 of which were foolish. The wise took oil in their lamps, but the foolish took no oil in their lamps, right? That's verses 1 to 4, right? Das sind die Verse 1 bis 4, richtig? Okay? And it brings you right to this point here, Und right? es bringt uns gerade zu diesem Punkt hier, Which is oder this point, right? hier. Because in Millerite history, when you parallel this, or Christ's history, this is the temple cleansing, right? Also in Christi Geschichte, wenn man das Or the vergleicht, first disappointment, das right? ist der Tempelreinigung oder in Miller Geschichte der erste große Enttäuschung. And it leads you up to the second disappointment, Das right? führt dann zum zweiten Enttäuschung.
right? Which is here, right? Und das wäre dann auf diese Linie hier am Anfang und am Ende. Right? So right here, 5 were foolish, right? Also gerade hier, 5 war töricht. Why were they foolish? Warum waren sie Because they töricht? didn't gather the oil in this time period, Weil right? sie in dieser Zeitperiode das Öl nicht einsammelten. So this illustration here is typifying this illustration here, right? Diese Darstellung hier schattet diese Darstellung hier voraus. Right? Amen? Yes. Because now it's going to repeat, right? Jetzt wird es sich wiederholen. Yes, see that, right? Okay. So now you're verse 5, but the bridegroom tarries, right? Verse 5. So jetzt hast du Vers 5, der Bräutigam verzögerte, While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept, right? und während er verzögerte, sie schliefen alle ein. Okay? And then it jumps right to the next remark, and at midnight there was a cry made. Und dann springt es zur nächsten Wegmarkierung und am Mitternacht, es gab ein Geschrei. Right? So, and then you see the next time where the Lord, they didn't gather oil from here to here, right? Und dann sehen wir das nächstes Mal, wo sie von hier bis hier kein Öl gesammelt haben. So this point, which is this point, Also and this point, hier, was auch dieser Punkt ist, aber auch dieser Punkt ist. no. I said this point, which is this point, and this point. This point is not this point, right? Ich sagte, dieser Punkt ist dieser Punkt und aber auch dieser Punkt. This point is this point and also this point. I'm not arguing it, but okay. The point is that this what happens at this way mark happens at this way mark. Also was an dieser Wegmarkierung geschieht, geschieht auch hier. Okay, so what happens at both those way marks So was geschieht? according to the parable? Was geschieht an beide von diesen Wegmarkierungen gemäß das Gleichnis? Separation. There's a separation, right? Eine Trennung, die stattfindet. Where are those two separations in Matthew 24? Because it's just a repeat of what's just happened. Wo sind diese zwei Trennungen in Matthäus 24? Denn es ist nur eine Wiederholung von das, was gerade geschehen ist. Two groups of. Susie, give me the first one, and Philip, give me the second one. Open your Bible, Susie, you won't find it out of thin air. I don't understand the question. In Matthew 25, right, there's 2 times the virgins manifest their character, right? Okay. Here, first time. Oh, yes, here the first time, right? And then the second time at the midnight cry, right? Which is these 2 points, right? So the point I'm asking is Matthew 25 is just a rundown of what's already happened in Matthew 24. Right? So what I'm saying is, show me the 2 points in Matthew 24 where the virgins have not gathered oil. So you're going to show us the first one, Philip's going to show us the second one. You find it, Susie? I should see in Matthew 24. Yes, Matthew 24. Try verses 4 and 5. What does it say? Read it out. Verse 4 und 5. Lest das heraus. And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Now, why is that the place where the first group of virgins, right, manifest themselves? Warum ist das der erste Platz, wo die erste Gruppe von Jungfrauen sich manifestieren? One word. There's one word in there that proves it. Ein Wort darin, die es beweist. Many. Many. Also die viele. Right? Why is that a great proof? Warum ist das auch so groß ein Beweis?
Christ taught many parables, and what does William Miller say about the parables? Christus hat viele Gleichnisse gelehrt und was sagt William Miller über die Gleichnisse? When you want to understand a parable, what are you to do? Wenn du ein Gleichnis verstehen möchtest, was musst du tun? Bring them all together, Du right? musst all die Gleichnisse aufeinander bringen. What does it always say in all the parables? Was sagt es in alle den Gleichnissen? Not all, but the biggest majority. Also in die meisten jedenfalls. Also many and a No, few. okay, that's one thing alone, but there's always a many and a few, Es gibt right? immer ein viel und eine wenige. Right? Yes. So the many is the foolish virgins, right? Also die viele sind immer die törichten Jungfrauen. In Millerite history, was it many that fell away in April 19th and just a few went forward? Also in Miller-Geschichte auf 19. April war es die viele, die wegfielen und nur die wenige gingen voran. Yes, right? Jawohl. So, second one, Philip. Zweite Philipp. Verse 23 and 24. Yes, but there's verses before that. Es gibt Verse davor. Try verses 11. Try verse 11. Vers 11. And many false prophets shall rise. Deceive many, right? And it's the same ones that's there in verse 23 and 24, right? Es ist dieselben da, die sind im Vers 23, 24. Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there believe it not, for there shall arise false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect, right? But it says right there, they're going to deceive many in verse 11, right? Vers 11 sagt es gerade da, dass die viele täuschen werden, Okay? verführen werden. So, the point is, there's always this many and the few. There's two times in Matthew 24 where false prophets arise, right? Also es gibt immer diese viele und diese wenige. Und in Matthäus 24 gibt es zweimal, wo diese falschen Propheten aufkommen. Okay, so and you're lining this up in Matthew 25. What would cause the rise of the false prophets? Und wenn du das mit Matthäus 25 zusammenbringst, was würde den Aufkommen dieser falschen Propheten verursachen? Why did they arise? Warum sind sie aufgekommen? Stand by this verse. Because God gave also life. God gave light, and what did they do? Weil Gott hat Licht gegeben, aber was haben sie getan? They rejected, right? Okay, sie haben es verworfen. So in Matthew 25, there's 2 points where light comes and it gets rejected, In right? Matthäus 25 gibt es 2 Punkte, wo Licht ankommt und es verworfen wird. So how do we reject Christ? Wie verwerfen wir Christus? Many ways, right? Also viele Wege. Our words and our actions, Unsere Worte und unsere our Taten, lives, unser Lebensstil, not gathering the light, indem dass wir das Licht nicht einsammeln or gathering it and not living up to it, oder sammeln es ein, aber leben nicht danach. right? Many ways that we can prepare to reject Christ, Es right? gibt viele Wege, wo wir uns vorbereiten, Christi abzulehnen. But these 2 points, right? These 2 points, they mark the point where light had been given and light was now fully rejected, and therefore they now manifest that they're like Satan, Und right? diese 2 Punkte, die manifestieren, wo Licht gekommen ist und es wurde völlig verworfen und sie zeigen, dass sie jetzt wie Satan sind. So it's telling us that false prophets will arise and deceive many, right? Es sagt uns, dass viele Propheten werden aufkommen und viele verführen. Right? And there will be many of them. Und right? dass es viele davon geben werden. Okay, so the what's my point? I want to make this. So you have to bring in when you go to when Sister White takes you from 1848 to Matthew 24. Also Right? wenn Ellen White nimmt uns von 1848 zu Matthäus 24, You also have the parable of the 10 virgins. You have to lay on top of that, es right? gibt auch das Gleichnis von 10 Jungfrauen, die wir da drüber legen müssen. So it gives us this waymark, right? Es gibt uns diese Wegmarke, Which is the midnight cry. was das Mitternachtsrufe ist. Then you have Christ Object Lessons 412. What does it tell us? Dann sagt es uns in Christi Gleichnisse 412. What does it tell us? Was sagt es uns? Many things, but the No, character the main point of Christ Object Lesson 412, what does it tell us? Also der Hauptpunkt von diesem Zitat ist der Crisis of Character Revealed. Yes, what's the crisis? Also was ist der Krise?
No, that's the point in time. But Death what's decree. the death decree, Also right? das ist ein Todesdekret. So it's already telling, when you put Matthew 25 in place, and you have this waymark, right? It's telling us at the midnight cry, you're going to come face to face with death, Also right? es sagt uns bereits, Matthäus 25, wenn du zur Mitternacht ankommst, dann kommst du vor dem Angesicht des Todes. Right? Amen? So you're piecing pieces of a puzzle together, right? Also du fügst Teile eines Puzzles zusammen. So now you have, right here in the Sunday law, you know from the stories of Daniel and all that, that they tell you, right, that they threaten you that if you don't bow down to their law, they're going to put you to death, right? Gerade hier am Sonntagsgesetz, gemäß Geschichten wie Daniel zum Beispiel, dass wenn du hier nicht niederbeugst, dann werden sie dich töten. So the death decree actually is put into legislature right here, Also right? der Todesdekret werde erlassen hier. But it's here where they're going to use it against you, where you personally will come face to face with that law that they made there, right? Aber es ist hier, wo sie es gegen dich anwenden werden, wo du vor dem Angesicht dieses Gesetz kommen wird, die sie hier gemacht haben. So in that sense, death decree, false prophets arrive. Death decree, false prophets arise, In right? dem Sinne hast du ein Todesdekret hier, wo die falsche Propheten aufkommt, und das Todesdekret hier, wo das andere Gruppe von falschen Propheten aufkommen. Okay, repeating patterns, right? Wiederholende Muster. Right? There's a ton of things we could put on there to show that the two parallels, right? Also es gibt eine Tonne von Sachen, die wir da drauf legen können, um diese Parallele zu machen. Now, I'm confused about Matthew 25 because what it sounds like you're saying, and maybe I'm totally wrong, but what it sounds like you're saying is that there's two groups of foolish virgins in Matthew 25. Yes. There is. Okay, could you explain that, please? We just explained it. It's in Millerite history. Two separations. Right, okay, but where do we see that in Matthew 25? I don't know. We were just going through that. Verses 1 to 4. Yes. 5 wise, 5 were foolish. How can they be foolish at that point in time? You can't be foolish until you're brought to a test. Right enough, yes. So, as I'm saying, in Millerite history, on April 19th, Yes. they were brought to a test, right? Second angel, Uh-huh. tarrying time begins, right? And they manifested right there that they hadn't gathered the oil from here to here. Right enough. That's how we've always taught this for the last several years, Right, okay. right? So, the point is, it's a rundown of those two times that the reject the light in Matthew 25, right? Also es ist ein Überblick über die zwei Male, wo sie in Matthäus 25 das Licht verwerfen. Okay, so, okay, where to go now? Okay, so we've got Matthew 25 puts the midnight cry there, and we've got the death decree put in place. Also now, Matthäus 25, wir haben das Mitternachtsruf hier und das Todesdekret hier markiert. So when you go back to Matthew 24, right, Also wenn wir zurück zu Matthäus 24 gehen, verse 15 says that when you shall see the abomination and desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place, whoso readeth, let him understand, right? also Vers 15 sagt, wenn du den Groll der Verwüstung steht im Heiligen, wo er nicht stehen soll, gemäß das, was in Daniel geschrieben worden ist. Whoso readeth, let him understand. Also der das liest, der soll es verstehen. Okay, so, and it's this sign that you have to see right there, right? Das ist das Zeichen, die wir hier sehen müssen. So, Philip came up here 2 weeks ago, right, and he was making this point about how it's both pagan and papal, right? Also Philipp hat vor ein paar Wochen hier gestanden und das Punkt gemacht, dass es sowohl heidnisch als auch päpstlich ist. Okay, and I'll ask a question about that in a moment, but Gleich werde ich eine Frage dem bezüglich fragen. in Matthew 24, right, the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet is Daniel 11:31, which is the 1260, right? Yes. Aber in Matthäus 24, Vers 15, diese Groll der Verwüstung in Daniel, das ist Vers 11:31, was der 1260 ist. Which is the papacy, Und das right? ist der Papsttum. But when you go to Luke 21,
Aber wenn du zu Lukas 21 gehst, it's talking about Cestius, right? es spricht über Cestius. Leads you up to the destruction of Jerusalem, which was Das führt zu der Zerstörung Jerusalems, was Titus ist. right. Sister White says the destruction of Jerusalem and the destruction of Babylon, 1798. They're both the same event, right? Ellen White sagt, dass die Zerstörung Jerusalems und die Zerstörung Babylons, in diesem Sinne 1798 der tödliche Wunde, die sind beide ein und dasselbe Ereignis. Right. Says they both represent the same thing, Die right? beide stellen dasselbe dar. Pagan people. Also heidnisch und papstlich. Why is that important? Warum ist das wichtig? Is it the end of the world? Pagan and people are together. No, because what was in the 1260? Also was war in der The 1260? woman up on the The dragon. woman upon the dragon, right? Also der Frau auf dem Tier, So it's taking two auf der histories, Drache. and from Cestius to Titus, it was 3.5, which is 1260, right? Zwei Geschichten, weil von Cestius bis zum Titus war es 3,5 Jahre. Right? Amen? So what you got here? You got two horns, right? So was hier hast du zwei Hörner. You already have that illustration already in place, right? Wir haben diese Darstellung schon bereits auf dem Platz. But you don't see the woman, Aber du kannst die Frau nicht sehen. right? Amen? So now you come back to this What do you mean you don't see the woman here? No. in the 1260. You don't see the woman in this point. He meant till the midnight cry. I'm talking about the Sunday law here. You don't see the woman. Oh, all right, okay. I thought you were talking about the 1260. I'm talking about the 1260. I thought you were talking about the 1260 in history. If you go back to Revelation 13, right, Yes. and it begins, you don't see any woman. Right? There's no woman there, right? What do you see? Also in Offenbarung 13, du siehst keine Frau da. Was siehst du? Tiere. Leopard. You see the dragon. Beasts. There's a bit of this and a bit of that, right? You see a beast coming up out of the sea, right? Du siehst ein Tier, der aus dem Meer emporsteigt. And it's a parallel to the beast coming out of the sea in Book of Daniel, chapter 7, Und right? das ist ein Vergleichnis mit dem Tier, der aus dem Meer herauskommt in Daniel Kapitel 7. Because she tells us when 1848 comes, what's held. Denn sie sagt uns, wenn 1848 kommt, was wird gehalten? The four winds. Die 4 Winde. When you read the pioneers, they understood that this was the time for the sealing message of Revelation 7, right? Wenn du die Pionierschriften liest, man sieht, dass im 1848 sie haben verstanden, dass das die Zeit war für die Versiegelungsbotschaft, die man in Daniel 7 findet. Right? What comes out of the sea in Daniel 7? Und was kommt aus dem Meer empor in Daniel 7? 4 beasts. We went through this just earlier on today, Also right? gerade heute sind wir da durchgegangen. Yes. Come, Margaret, ring them off. Don't look at the chat. Got it, ring them off. Yeah, Babylon and. No, in Daniel 7. Daniel 7. Doesn't say Babylon. Oh, No, it's a bear and is it Okay. lion? the Lion and Okay. bear and the lion. leopard. Also es ist der Löwe, der Bär, der Leopard And the last one is the fourth beast, right? Which is the dragon. But out of it comes a little horn, right? Das letzte ist dieses 4. Tier, was der Drache ist, aber aus ihm kommt diese kleine Horn empor. Right? So we know, we've shown this with Daniel 8, Daniel 7, you have these two little horns, Man hat right? das gezeigt mit Daniel 8 und Daniel 7, man hat diese 2 kleine Hörner. What are these two horns? Was sind diese kleinen Hörner? Pagan and papal, right? Heidentum und Papsttum. Right? Amen? So when we go to, now we've got the 1260 here, when we go to Revelation 11, Jetzt, wo wir die 1260 hier haben, wenn wir zur Offenbarung 11 gehen, what does it begin with? womit fängt es an? The beginning of the 1260, right? Der Anfang der 1260. Two witnesses are prophesying, right? 2 Zeugen, die prophezeien, But then they come face to face with death. aber dann kommen sie vor dem Angesicht des Todes.
right? We already got the death decree in place here, right? Wir haben das Todesdekret bereits hier markiert. And they put them to death for how long? Und sie legen sie nieder, also sie töten sie wie lange? 3.5, right? 3,5. Which is what? Was ist 3,5? 1260. 1260. 1260. So what we have this same again, right? You got this 1260, right, which is here. Also du hast diese 1260, was das hier ist. And again you come down, you got a 1260 here, Und right? wieder kommen wir herunter und hier haben wir ein weiteres 1260. Right? Von hier bis hier. You see the repeating pattern? Kann jeder diese wiederholende Muster sehen? Right? And when you take this, right? So this can now be brought down to here, right? Und das hier, diese Fraktal, kann hier gemacht werden, also Mitternachtsruf bis finale Untersuchung. So if I put these two little horns here, Also wenn ich diese zwei Hörner hier markiere, do we have something here that we have here? gibt es irgendetwas hier, was wir auch hier markiert haben. Pagan, people, Yes. cestius, papacy, Also woman, dragon, heidnisch und Papsttum, heidnisch und Papsttum, Frau Drache, woman, dragon. Frau Drache. Same again, right? Das gleiche wieder. And it goes for Und die dauern 1260 an. okay, right? So this right here, which is Babylon, Das gerade hier, was Babylon, Mittelpersien Greece, und Griechenland ist, and Rome, which was the fourth, und Rom, was das vierte war, right? This is Rome here, right? The fourth. das ist Rom hier, das vierte. But now we go to Revelation 12 Aber jetzt können wir zur Offenbarung 12 gehen, because we're at the midnight cry, right? weil wir am der Mitternachtsruf And sind. the woman's there with the wedding garment on. Und die Frau ist da mit ihrer Hochzeitsgewand an. Who comes to persecute the woman? Wer kommt, um diese Frau zu verfolgen? The dragon, Also right? der Drachenmacht. Because the dragon is paganism, it's Weil the der daily. Drache Right? ist Heidentum, es ist der tägliche. This is das all the tägliche. dragon, right? Das ist alles der Drache hier. Babylon the dragon, Ist Babylon der Drache? Jeremiah 51:34. Jeremia 51, 34. The kings, it tells us, are the dragon, Die right? Könige sind das Drachenmacht. And pagan Rome's prevailing religion was paganism, which is the daily, Und right? heidnische Rom, der hauptsächliche Religion war Heidentum, was das tägliche ist. So here you have the daily, So hier haben wir das tägliche and here you have the daily, und hier haben wir auch das tägliche. right? And then the birth comes right here, right? Und dann kommt das Geburt hier. And what does the woman do? Und was tut die Frau? Flees into the wilderness for how long? Sie geht in die Wüste wie lange? Times, half a time, or 42 months, right? Zeiten und eine halbe Zeit oder 42 Monaten. Just one question. So when you say that in Revelation 12 you, is the wedding garment, yes, it's just because of the investigative judgment of the living, yeah. Not there's no other connection. I mean Matthew 22, yeah. When you have to have the wedding garment on. Listen, I went through this. The point is, Revelation 12, we tried to fit it so many times from There. here, and we could never fit it, right? Also Offenbarung 12 haben wir öfters versucht, es hier anzufügen und Ja, es passt einfach nie. Yes, it's just a symbol. But when you bring it here, you have 12 disciples. Here you have 12 stars, right? Also wenn du es hier runterbringst, hier hast du die 12 Jünger, hier hast du 12 Sterne. Okay, you just have the symbol of the 12 again. Das ist But nur this, das Symbol von 12 wieder. but remember, midnight cry is where the number gets made up to 12. So you just have the parallel here, Am right? Mitternachtsruf, da ist, wo die Nummer von den Jüngern von 11 bis 12 vollzählig gemacht werden. Also deswegen haben wir den Symbol 12 hier wieder. You asked a question, Anna? What is the 1260 between the midnight cry and the night owl? Midnight Cry and what? Never put anything between the midnight cry and the night Es cry. gibt keine 1260 da. Nothing there yet. Why are you asking that? Show me where I've put that.
daily. Where are you pointed, Daniel? The That daily there is going from, the daily is the dragon, that's yeah, where did you took it from? Das tägliche ist der Drache. Revelation 12. Offenbarung That's what 12. we've just been reading. The woman clothed with the garment, she's got 12 stars upon her head, right? And who's right there, verse 3, Vers 3, wer ist da? Yeah, dragon. Der the Drache. dragon, right? But he's not doing that anything. No, jeez, what do you mean he's not doing anything? Of course he's doing something. So you're going to tell me, so the pagan Rome was never persecuting God's people prior to that point? Heidnische Rom hat noch nie Gottes Volk verfolgt. No, I get it. Okay. Pagan Rome, right? They were the persecutors in that time period, right? Also heidnische Rom, die waren die verfolgende Macht zu dieser Zeit. But when it comes to the dragon was waiting until she was born. When this Christ was born, right? She flees immediately into the wilderness. Aber der Drache wartete darauf, bis das Kind geboren worden ist, und sobald es geboren worden ist, die Frau flieht in die Wüste hinein. Right? So, Sunday law is the time of the end, right? Sonntagsgesetz ist das Zeit des Endes, richtig? Yes. When did they go to put Christ to death? Wann haben sie Christus zum Tode verurteilt? The time of the end, right? Zeit des Endes. Said this some time back that the perfect fulfillment of the, because you can also show the time of the ends here at the midnight cry. Denn du kannst auch zeigen, dass die Zeit des Endes ist hier am Mitternachtsruf. It's marking the perfect fulfillment when they go to put God's people to death, Das right? markiert das perfekte Erfüllung, wo sie gehen, um Gottes Volk zu Tode zu verurteilen. Okay, so the point is, she flees into the wilderness here for 1260, right? Also sie flüchtet in die Wüste hinein für 1260. Okay, so all I've dealt with is external. Everything's been external, what I've been dealing Alles, with. was ich hier aufgezeigt habe, ist extern. Right? The external things all give you the structure, right? Also diese externe Sachen, die geben uns da Struktur. Okay, we were dealing with Matthew 25, which is internal Yeah. also, right? Also Matthäus 25, das war intern. Aber But all this is external, right? These beasts and things like that, the daily. all diese Tiere und das tägliche und der Drache und so weiter, das ist alles extern. So you have the daily here, transgression of desolation here, right? Das tägliche hier und der Groll der Verwüstung hier. You come down here, right? You have them both together, but again you have the daily followed by the transgression of desolation. Du kommst right? hier runter, hast du beide zusammen, aber hier hast du das tägliche und wieder der Groll der Verwüstung. Daniel? Is the 1260 in verse 14 the same as in In Revelation 12? Mhm. Yes, they're the same. It just repeats it. When you go to Revelation 12, Also wenn wir zur Offenbarung 12 gehen, it runs down from verse 1 to Vers 6. so you have verses 1 to 6, but then it takes you to verses 7 through to 12. Also du hast die Verse 1 bis 6 und dann 7 bis 12. And in 7 to 12, it's all a rundown of how the dragon gets cast down at the cross, right? Und 7 bis 12 ist eine Darlegung von wie der Drache am Kreuz hinuntergeworfen wird. Because remember in verse 12, it says, therefore rejoice ye heavens. What's the rejoicing? Also was ist das Frohlocken im Himmel? Vers 12. Zechariah 9:9. What's Zechariah 9? Sicharja 9,9. Rejoice, because your king cometh unto you lowly and riding upon an ass, upon the colt of an ass. Triumphaler Einzug. Right? And then it's marking where they flee into the wilderness, right? Das markiert, wo sie in der Wüste fliehen.
So the triumphal entry here that we're just speaking about is just parallel to the triumphal entry here. Right? Also der Triumphal entry is a parallel to the Also triumphal. der triumphale Einzug hier ist nur eine Parallel zu der triumphale Einzug am Mitternacht. Because the triumphal entry begins here for this first group of people, then once they're done, it now goes forward the second birth for the second group of people, right? Which is here. So der triumphale Einzug, der hier hervorgeht für diese Gruppe von Menschen, wenn es hier ist, dann geht es weiter voran für die zweite Gruppe von Menschen, was hier ist. Right? Amen? It's all repeating patterns, right? You It's see it no- over and over, right? Wiederholende Muster. Okay. So now we're going to come back. Now we all see this structure about the two 1260s, Also right? können wir alle der Struktur über diese zwei 1260er sehen. So this time of trouble that begins right here. This time of trouble from the Sunday law to the final review. Also diese Zeit des Trübsals von Sonntagsgesetz bis zur finalen Untersuchung. It says that it gets cut short, right? Also es sagt, dass es verkürzt wird. By how many years? Wie viele Jahre? 25, right? 25 Jahre. 25 is just a symbol, right? Diese 25, das ist ja nur ein Symbol. So if the beast here, which number is it? Also der Tier hier, welche Nummer ist das? The fourth, Also der vierte. right? And we know that the fourth comes from this statue right here, Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. Four kingdoms, Das, right? diese 4 kommt von der Statue, also Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. 4 Königreiche. Right? So in Ezekiel chapter 8, how many abominations is Also in Hesekiel Kapitel 8, wie viele Gräuel gibt es? 4. 4, right? 4. You can show that all 4 of those abominations are parallel to those 4 kingdoms. Man kann zeigen, dass alle 4 von diesen Gräueln sind ein Parallel zu diesen 4 Königreichen. So what's the fourth abomination? Was ist der vierte Gräuel? Sonnenanbetung. Sonnenworship. Yes, it's sun worship, right? By whom? Es ist Sonnenanbetung, aber durch wen? 25 men. Also von Right? den 25 Männern. So you have this 25 years cut short, and it's marking the fourth abomination where these 25 men are bowing down to the sun, Also right? du hast diese 25-20, in diese vierte, der abgekürzt werden um 25 Jahre und da markiert auch diese 25 Männern, die den Sonne anbeten. Why did you say 25, 20? Did I say 25? You said 25, 20. I thought, why are you saying I that? didn't mean to say that. I meant Okay, 25. you said it, and I Did I thought, say 25, 20? Did anybody else hear it? Huh? You did? Oh, I'm sorry, I have no idea why I thought. okay, I'm listening to what you're saying, right? I'm So, glad you're listening. okay, so the point is that 25 years cut short is a parallel to marking those 25 men bowing down to the sun, right? Also And go back to, sorry, go one step. diese 25-20, die abgeschnitten werden um 25-20 Jahren, ist eine Parallel zu diesen 25 Männern, die den Sonne niederbeugen. So, verse 21. Wir sind jetzt in Matthäus 24, Vers 21. So verse 21 to 23 Die Verse 21 bis 23 takes us from the Sunday law to the midnight cry. nimmt uns von Sonntagsgesetz bis zur Mitternachtsruf. For it says in verse 21, for then shall be great tribulation, right? 21, dann wird große Trübsal sein. This great tribulation here, right? Diese große Trübsal hier. Begins at the Sunday law, Sonntagsgesetz, which is this one, right? This one right here. was auch diese große ist hier auf dieser Linie. For then shall be great tribulation, Dann wird große Trübsal sein. right? And except those days should be shortened, there should no flesh be saved, right? Vers 22. So it's pointing you forward from when it begins to a time when it's going to be shortened. Also es spricht von einer Zeit am Anfang und es bringt uns zu einer Zeit hin, wo es abgekürzt wird, oder? Right? And then it says, then. Und dann Vers 23 sagt dann. Then, what's the then linked to? Also wo bezieht sich das dann? It's cut short. This beginning of the, right? Sorry, the time when it's cut short, Also right? es bezieht sich auf der Zeit, wo es abgekürzt wird. So it says, and except those days should be shortened, there should no flesh be saved, but for the elect's sake those days shall be shortened. Then,
when the days are shortened, Also right? dann, wenn diese Tage gekürzt werden. Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there, believe it not. So there's a confirmation, right? Also da gibt es eine Bestätigung. Because Matthew 25 marks the foolish virgins at the midnight cry. Denn Matthäus 25 markiert die Jungfrauen am Mitternachtsruf. So where the foolish virgins are, you have the false prophets. So, wo die törichte Jungfrauen sind, gibt es auch die falschen Propheten. So the false prophets are confirming the time where it's cut short, Also die right? falschen Propheten, die bestätigen die Zeit, wo es abgekürzt wird. The 25, Diese 25, which is the fourth, was das vierte where Königreich you have ist. 25 men bowing down to the sun because they rejected the oil. Was das vierte Groll ist, die 25 Männern, die der Sonne niedergebeugt haben, weil sie das Öl abgelehnt haben. Right? Yes. Amen. It's like a crime scene. You've got to take the pieces piece by piece and pin them together, right? Es ist wie ein Tatort. Man muss alle Beweise nehmen und sie zusammenfügen. Right? So get the point now, right? So if this time of trouble begins here and it's cut short here, it means that we have a time of trouble going from here to here, Also right? wenn diese Zeit des Trübsals hier abgekürzt wird, dann heißt es, dass wir eine Zeit des Trübsals, der von hier bis hier geht. Right? Amen. So now we have principles, right? So jetzt haben wir Prinzipien. We know that the 1260 is a time of trouble. Wir wissen, dass die 1260 eine Zeit des Trübsals Right ist. here you have a cross Gerade hier haben wir ein Kreuz with the last week of Christ, mit das letzte Woche Christi and you have two 1260s. und du hast zwei 1260er. So again, it's confirming to you that this time of trouble here is marked by the 1260. So, Right? wieder ist bestätigt, dass diese Zeit des Trübsals hier wird von 1260 markiert. Followed by what's this here? Und das wird gefolgt von, was ist das hier? Diese Revelation Dreieinhalb. 11. Das ist Offenbarung 11. So in Revelation 11, we have the two witnesses going forward from here, right? So, Offenbarung 11, wir haben die zwei Zeugen, die von hier vorangehen. And they come face to face with death Die kommen hier vor dem Angesicht des at the Todes. midnight Am cry. Mitternachtsruf. For how long? Wie lange? 3.5 days. 1260, right? Die 3,5 Jahre, 1260. So you have another time of trouble. So, eine weitere Zeit des Trübsals. And this time of trouble is worse than this time of trouble. Diese Right? Zeit des Trübsals ist viel schlimmer als diese. Right? So what you have is you have a time of trouble, and in the time of trouble you have two times of trouble. So, was man hat, ist, man hat eine Zeit des Trübsals und innerhalb dieses Zeit des Trübsals hat man zwei Zeiten des Trübsals. Okay, so that tells us here that this time of trouble, in it, there must be two times of trouble. Das Right? sagt uns gemäß der Muster, dieses Zeit des Trübsals, innerhalb dieses Zeit des Trübsals muss zwei Zeiten des Trübsals geben. So we bring it down here, right? Also wir bringen es hier nieder, There's the cross. da ist das Kreuz, You have the daily and the papacy, du hast den tägliche und der Papsttum hier. right? The 2520 lays right on there, right? Also 2520 liegt genau darauf. So what's the 2520? Was ist der 2520? Two 1260s, Das right? ist zwei 1260er. That's what it marks in history, Das right? ist das, was in der Geschichte markiert. Okay? So, again, you have right? Zwei Zeiten des Trübsals. So, but the point I want to make now is from the midnight cry to the final review, it's the final test, Der right? Punkt, den ich machen möchte, ist, dass von Mitternachtsschlucht zur finalen Untersuchung, das ist bereits das finale Test. Can you show from the ninth hour the papacy in scripture? From here to here. You just did it. Do you want paying attention? Revelation 12. Offenbarung 12. Midnight cry, the woman standing Okay. up. Are there also two 1260s from the ninth to the final view? Asking. Okay. Principally, yes, but we haven't gone there yet. Also im Prinzip ja, aber da sind wir nicht so weit gegangen. So God's dealing with man is ever the same, right? Also Gottes Umgang mit den Menschen ist immer gleich. So Richtig? we know that this test, from the final test from here to here, is dealing with which people? Also wir wissen, dass der finale Test von hier bis hier geht um welches Volk.
Oder welche Gruppe? Virgins and The virgins have to be tested first, Also die right? Jungfrauen mussten zuerst geprüft werden. Followed by the Lost sheep. lost sheep. Und das wäre von den die verlorenen Schafen gefolgt. Now, if God's dealing with man is always the same, Der Herr, sein Umgang mit den Menschen ist immer gleich. this is going to typify this, Das hier werde dasselbe wie das hier sein. right? Amen. Okay, so we take this, put it down here, So, wir bringen das hier und bringen es hier runter. right? Amen. It doesn't show 2 times of trouble. Und zeigt es 2 Zeiten des Trübsals auf. Go on then, give me the 2 times of trouble. From which story? Von welcher Geschichte Von holen wir Job, das hier? right? Von Hiob. So, okay, so Job, right, let's take this up a minute. Job's first test is here, right? Also Hiobs erste Prüfung ist hier. Right? And then he has a second test where he comes face to face with death, Und right? dann hat er eine zweite Prüfung, wo er vor dem Angesicht des Todes kommt. But in the second test, it's just showing us the same principle. There's 2 tests. Aber innerhalb dieser zweiten Prüfung, es zeigt uns wieder dasselbe Muster auf, dass es 2 Prüfungen gibt. Right? Amen? So you bring it down here now, and Job's in his second test, Also du bringst es hier nieder und Hiob ist in seinem zweiten Test, comes face to face with death, vor dem Angesicht des Todes. right? And you have his, Du hast die 3 Freunde hier. right? Okay, and then you come to this, they cease, Und die lassen ab. and it's followed by Elihu. Elihu. Und das wäre gefolgt von Elihu. Same principle, right? Dasselbe Prinzip. But in order to understand this, right, you have to go back up to here, right? Aber so, dass wir das rechterweise verstehen, man muss wieder zu dieser Linie kommen. Okay, which is the First World War followed by the Second World War. Was das Erste Weltkrieg gefolgt von das Zweite Weltkrieg ist. 2 times of trouble, right? 2 Zeiten des Trübsals. With a little time of peace in the middle, Mit right? einer kleinen Zeit des Friedens hier in der Mitte. Right? And all this is designed to take you down to this, because this is where it's all pointed to, your final test, right? Und all das ist geeignet, um uns hierhin zu bringen, weil das ist unser finaler Test. And it's the test of the virgins, right? Es ist die Prüfung oder der Test den Jungfrauen, Which is the 2 witnesses, was die 2 Zeugen sind. represented by 4 and 6. Dargestellt durch diese 4 und diese 6. Right. Okay. 4 and 6. What does it represent? Also 4 und 6, was stellt es dar? Many things. The law of Temple of God, right? 10 No, commandments. one thing at a time, right? So it represents, it's a parallel to the 2 charts, right? Also es ist ein Parallel zu den 2 Karten. It's the Old and New Testament, right? Das ist der Alte und Neue Testament. Right? And it's okay. So is this the flying roll? Ist das fliegende Buchroll? Yes, because the flying roll was written on both sides, right? Ja, weil der fliegende Buchrolle war auf der Innen- und Außenseite geschrieben. Right? Mhm. Okay, was the 2 tables written on both sides? Waren die Tafeln auf beide Seiten geschrieben? Yes. Ja. And is the flying roll the Bible? Und ist das fliegende Buchrolle der Bibel? Yes, right? Because it's the book that's opened, the 7 seals are opened, the little book that he has to eat, right? Es ist das Buchlein,
die mit 7 Siegeln versiegelt worden ist, die geöffnet worden ist, und er muss essen. And what did Ezekiel have to eat? Und was musste Hesekiel essen? The roll, right? Also das Rolle, Which was written on both sides. die auf beide Seiten geschrieben worden ist. So in another sense, it's the message, right? Und im anderen Sinn ist es die Botschaft. So I'm suggesting that this is the exceeding bright light, the message that Ezekiel had to eat. Ich schlage vor, dass das äußerst helles Licht ist, die Botschaft, die Hesekiel essen musste. Right? Amen? Okay, so, and that also represents, right, the two witnesses, right? Das stellt auch die zwei Zeugen dar. Because the two witnesses were the Old and New Testament, Die right? zwei Zeugen waren das Alte und Neue Testament. Or the law and the prophets. Oder das Gesetz und die Propheten. Many ways that we've done this in the past, shown this, right? Viele Wege, wie wir das zeigen können. So it's the test upon the virgins who receive the exceeding bright light, right? Also es ist die Prüfung auf die Jungfrauen, die das äußerst helles Licht empfangen. With the two witnesses, right? Die zwei Zeugen. Right? See, we have to go over that again, right? It's Can you make like, the point again with the two witnesses? Yeah. look, go to Revelation 12. This is all stuff, right, that you should all know, right? And it's not good that you're not knowing it. Geht zu Offenbarung 12. Because I know that we've gone through this quite a few times, right? Just didn't heard what you said. No, I'm just, I'm seeing that, not just what you said, but I'm seeing by people's faces that they're not really getting this, right? So in Revelation 12, right, Offenbarung 12. it says, Revelation 11, what am I talking about? Excuse me. Offenbarung 11. Yes, excuse me. It says, verse 3, Vers 3. and I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy 1,260 days clothed in sackcloth. Right? Now, remember, who gets power right here? Also wer bekommt Power oder Kraft gerade hier? The 12 disciples. Die right? 12 Jünger, richtig? Okay? And they have to prophesy in sackcloth. And Lawrence, only last week or so, emphasized this point. Und die Zeugen mussten ins Sacktuch predigen. Und Und- letzte Woche hat Lorenz dieses Punkt gezeigt. What does it mean Was heißt das? to be in sackcloth? Was heißt das, in Sacktuch zu sein? It says that they were in obscurity. Das heißt, dass die versteckt sind. They were hidden. Sie waren versteckt oder getarnt. Right? In Psalm 83 says that the 10 kings want to kill the hidden ones, right? Psalm 83 sagt es, dass die 10 Könige diese Verborgenen töten wollen. Right? In Spald McGann 1.4 to 2.1 it talks about that they were obscure, God's people. In Spolden Begann 1,4 bis 2,1 redet darüber, dass Gottes Volk in Verborgenheit waren. Right? So it tells us that they get power here, but they're obscure in this time period. Also es sagt, dass sie hier Kraft erhalten, aber die sind in Verborgenheit oder in Tarnung oder versteckt. So in one sense, the two witnesses is Elijah and Moses and these angels that are bringing you the truth from heaven, right? Also in einem gewissen Sinne die 2 Zeugen, das ist Elia und Mose und diese Engel, die uns die Wahrheit vom Himmel her bringen. But it's also God's people that are receiving the oil, right? Aber es ist auch Gottes Volk, die das Öl empfangen. Because it says, I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy 1,260 days clothed in sackcloth. These are the 2 olive trees and the 2 candlesticks standing before the God of all the earth. Right? Vers 4. So, just go to Zechariah chapter 4. Gehen wir zu Zechariah 4. Verse 1. Vers 1. It says, and the angel talked with me, came again, and waked me as a man that is wakened out of my sleep. Where are we? Wo sind wir?
Midnight Cry. At the midnight cry, right here. Ein Right? Mitternachtsruf. So you've got these two witnesses, they're going forward here, right, in sackcloth, and they get right here, and it says here, the angel talked with me, came again and waked me as a man that wakened out of his sleep, and said to me, what seest thou? And I said, I have looked, and behold, a candlestick all of gold, with a bowl upon the top of it, and the 7 lamps thereon, and 7 pipes to the 7 lamps which are upon the top thereof. And 2 olive trees by it, one upon the right side of the bowl, and the other upon the left side of the bowl. Right? Okay? So what's he seeing? Two witnesses. The 2 witnesses, right? Also sieht die 2 Zeugen. Vers Okay. 3. So, is this a different vision than from what Isaiah saw? Ist das eine andere Vision von die Jesaja sah? No. No. What did Isaiah see? Was hat Jesaja gesehen? Christ high and lifted up on the throne, Also right? Christus hoch und erhaben auf seinem Thron. What's either side of the throne? Was ist auf jeweiligen Seiten vom Thron? Seraphim. The 2 witnesses, Also die right? 2 Zeugen. Right? What's on the Ark of the Covenant? Was ist auf der Bundeslade? 2 witnesses, 2 right? Zeugen. The covering cherubs. Diese deckende Cherubim. Sister White says that the covering cherubs, these 2 witnesses represent those that replaced Satan as the covering cherub. Also Right? diese 2 Cherubim, Ellen White sagt, dass die sind diejenigen, die Luzifer ersetzt haben als deckende Cherubim. So the 2 witnesses are likened unto 2 olive trees, Also right? diese 2 Zeugen werden verglichen wie 2 Ölbäume. In Solomon's temple, there was 2 huge angels either side of the Ark of the Covenant. What were they made of? Und in Salomos Tempel zur jeweiligen Seite des Bundeslade waren 2 riesige Engel. Und woraus wurden sie gemacht? Olivenbaum. Olive. Olive, right? Also Olivenholz. So go back to Revelation, Also zurück zur Offenbarung. go to chapter 22. Kapitel 22. Verse 1. Vers 1. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. Where's the water coming out of? Wo kommt das Wasser her? The throne. Vom Thron her. What did Isaiah see? Was hat Jesaja gesehen? Christ high and lifted up on the throne. Christus right? hoch und erhaben auf seinen Thron. And in the midst of the street of it, on either side of the river, was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded their fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing of the nations. Vers 2. What's either side of the throne? Was ist auf den jeweiligen Seiten des Thrones? Tree of Life. The tree of life, Das Baum des Lebens. right? 2 trees, 2 Bäume. right? These are the 2 witnesses. Das sind die 2 Zeugen. Because she says that those leaves that is on that tree are messages that are for the healing of the people. Sie Right? sagt, die Blätter dieses Bäumes waren Botschaften, die für die Heilung des Volkes waren. What do the two anointed ones, the 2 witnesses bring? Was bringt die 2 Zeugen, die 2 Gesalbten? Oil. Öl. She takes those 2 witnesses that bring the oil and she puts it into Matthew 25, right? Sie The nimmt oil diese- that you've got together. 2 Zeugen, die das Öl bringen, und sie tut es in Matthäus 25 hinein. Das ist das Öl, die wir sammeln mussten. So she takes Revelation 11 and ties it to Matthew Also 25. sie bringt Offenbarung 11 und sie verbindet es mit Matthäus 25. Same story about these 2 men going forward here in sackcloth. It's the virgins, right? Dasselbe Geschichte, diese 2 Männer, die hier hervorgehen in Sacktuch, das ist auch die Jungfrau. So when they come here, they come face to face with death. It's just marking this woman standing here, right, with this robe on, right, with the crown of 12 stars upon her head. Wenn sie hier ankommen, ist markiert nur diese Frau, die diese Kleid anhat und diese Krone von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Right? Amen? And she's coming face to face with death because the dragon is standing there waiting to kill her, right? Sie kommt hier vor dem Angesicht des Todes, denn der Drache wartet darauf, sie zu töten. Right? Amen? So she's just waiting to die, right? Sie Basically. wartet Waiting to be quasi killed. hier, um getötet zu werden, Okay, because you come face to face with death, weil right? du vor dem Angesicht des Todes kommst. Okay, now
we went through a lot of different things, so I don't even remember what the original question was. Right? So, wir sind durch viele verschiedene Sachen eben gegangen. Also ich weiß noch nicht mal mehr, was die Originalfrage da war. Okay, let's go back to Job. Lass Right? uns zurück zu Hiob gehen. So Job, right? Okay, Job is first test is for all his worldly belongings, right? Also Hiob, seine erste Prüfung, das bezieht sich auf all seine Weltgüter. Right? Amen? So how many narrow paths is there? Wie viele schmale Wege gibt es? Or there's only one, right? But how many visions do we see about a narrow path? Also es gibt zwar nur einen schmalen Weg, aber wie viele Visionen gibt es über schmale Wege? Two, right? Zwei. One is going from here to here, and the other one is going from there to there, right? Die eine geht vom Sonntagsgesetz bis zur Mitternachtsrufe und der andere von hier bis zum Finale Untersuchung. Because the narrow way is the image of the beast test, which begins at the Sunday law and completes at the final Denn review. das Right? schmale Weg ist das Bild des Tierestest, was hier am Sonntagsgesetz anfängt und hier am Finale Untersuchung aufhört. And the gate that you're to enter in, right, is the cross, right? Und das schmale Pforte, die man hindurchgehen muss, das ist das Kreuz, Which begins right here, was hier aber anfängt. right there, right? Also Sonntagsgesetz, Zeit des Endes, das ist das Kreuz. And so the commandment at the beginning is to love your brethren, which is to go to the cross, right? Das Befehl am Anfang sind, deine Geschwister zu lieben und das heißt, zum Kreuz zu And gehen. when you come in the midnight cry, no new commandment, go to the cross again, Wenn es right? am Mitternachtsrufe ankommt, es gibt kein neues Befehl, du sollst zum Kreuz gehen. Because you're not home yet, there's another part of the narrow path that you have to cross, Weil du right? bist noch längst nicht angekommen. Es gibt einen weiteren Teil, diesen schmalen Weg, die man hindurchgehen muss. So Luke 14:26 says there's 7 things, right, that makes you have to go to overcome to be Christ's disciple, right? Lukas 14,26 listet 7 Sachen auf, die man haben muss oder die man überwinden muss, um Christi Jünger zu sein. First 6 belong to your life, right? Also die Your worldly things in your life. Die erste 6, die gehören zu deinen weltlichen Gütern. And the last one, the 7th, that makes it perfect, is your own life also. Und right? der letzte, das 7., was es vollkommen macht, ist dein eigenen Leben auch noch. So, narrow way is all about your earthly belongings. The first vision is all about getting rid of everything that is dear to you in this earth, right? Der schmalen Weg, das ist alles über deine weltlichen Güter. Es ist eine Zeit, wo du alles loswerden musst, alles, was dir lieb ist auf dieser Erde. Anything that hinders you from following Christ, right? Irgendetwas, was dich abhält, Christi zu folgen. If you don't get rid of it, it's an idol, you're going, right? Wenn du es nicht loswerdst, dann wird es eine Götze und du gehst. Right? Amen? Because Christ says, if you love these more than me, you're not my disciple. Right? Christus sagt, wenn du die liebst mehr als ich, kannst du mein Jünger nicht sein. So when you come to your own life also, Also it wenn du brings zu you to here, deinem right? eigenen Leben auch noch, also in denselben Vers, das bringt dich hier. Job's second test, Hiobs zweite Prüfung. right? Amen? Okay, so this is how we get Job's second test. We've got 3 friends followed by Elihu, right? Hiobs zweite Prüfung gibt diese 3 Freunde und dann danach Elihu. And this is all the virgins in here, right? Das hier ist alles über den Jungfrauen hier drin. Test for the virgins. Das ist die Prüfung für die Jungfrauen. Okay, and you can see that even in the test for the virgins, there's 2 pieces because right here in between you have a point where it ceases. Und hier können wir sehen, auch in die Prüfung für die Jungfrauen gibt es 2 Zeiten des Trübsals, weil hier in der Mitte ist es markiert, wo die 3 Freunde ablassen, also sozusagen diese Zeit des Friedens. Right? Amen? Okay, so I'm not going to go any further because I'll just start to scramble everybody's brain with all this information, right? Also ich werde hier und jetzt nicht weitergehen, denn ich möchte nicht diese ganze Information mit zu viel vernebeln. So tomorrow morning we will come back to this, right? And you can have all your questions and then we can go through it, continue laying things on. Also morgen früh können wir dies wieder aufgreifen und dann könnt ihr all eure Fragen bringen und wir können Stück für Stück weiter da drauflegen.
Are you going tomorrow to explain also Jonah Yes. story? Yeah. Yes. Okay, story of Jonah. Okay. Yes, that was the point of contention today, but we'll show that as well. Mm. Okay, it's a lot of information, a lot of things need to be studied, but this is all stuff, I'm not saying everybody should know it, but most people in here should be familiar with this. We've gone through this over the last few years. Also das ist alles Sachen, mit denen wir einigermaßen vertraut sind. Also über die letzten paar Jahre haben wir all das aufgegriffen. Right? Amen? Any questions before we close? Hat jemand Fragen, noch bevor wir abschließen? I think she was in Jeremiah 51 or 31, you said. 51:34. 51:34, the dragon being Nebuchadnezzar. All right, anyway, let's Let's close with it.